Moinsen. Wir sind in Schrütland, in der Tschechei. Was kostet hier der Sprit? Benzin 34, Diesel 32,70, AdBlue 19,90. Ich weiß jetzt den Tageskurs nicht, aber so Pi mal Daumen 23 Kronen, wenn man rechnet. Eine alte Transporter. Da links im Bild waren jetzt Transporter, die waren schon mit Grünspan. Die stehen da also schon länger. Erst habe ich gedacht, es wäre ein Händler, aber beim Händler stehen sie ja nicht so lang, dass sie Grünspan ansetzen. Ne? Das bedeutet, das ist irgendein Privater, der das gesammelt hat aus irgendeinem Grund. Wackelt es hier wieder. Jetzt müssen wir hier rechts dann. Wir fahren jetzt nach Bogatynia. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen und in die Straße Citaps K fahren. Naja. Weil in Polen ist heute Feiertag. In Deutschland war gestern ein Feiertag. In 5,5 Kilometern links abbiegen in die Straße Ulika Poststora. Hier in der Tschechei, da war der Feiertag am Dienstag. Da ist heute nichts und gestern war ein normaler Arbeitstag hier. Jetzt bin ich hier am Rotieren. Eine Woche mit 3 Feiertagen, das stresst mich ganz schön, weil ich dann die Fahrten, die ich an den entsprechenden Tagen machen würde, an einem anderen Tag einlegen muss. Na? Und da war jetzt zum Beispiel, gestern war ich auch von 6 Uhr früh bis abends um 10 unterwegs. Ja, nicht ganz, aber es ist trotzdem doch spät geworden. Und jetzt schalten wir hier mal das Licht ein. Theoretisch reicht es, wenn man hier mit Tagfahrlicht fährt, aber ich tue lieber das große Licht jetzt schalten, weil es hier im Wald doch schattig ist. Ja, die Sonne ist schon wieder weggeblieben. Ne? Heute früh war es noch schön sonnig und jetzt ist nichts mehr davon übrig. Sind schon wieder überall die Wolken. Ich habe ja gehört, dass heute wieder regnen soll. Aber nächste Woche soll es schön werden. Warm. So wie es eigentlich im Oktober sein sollte, goldener Oktober, das wird jetzt dann nächste Woche kommen, im November. Vielleicht stimmt ja der Kalender mit den Jahreszeiten nicht mehr überein, wissen wir nicht. Das war ja früher schon so, deshalb haben sie ja den Kalender öfter mal umgeändert. Es ist halt aber auch blöd, wenn sich die Natur nicht an solche Sachen wie Jahreszeiten und so weiter hält, ne, sondern einfach macht, was sie will. Kann man sich aber nichts einstellen. Es ist eigentlich winterbefohlen, ne, und ja, jetzt wird es wieder warm. Das kann sich dann aber schlagartig ändern, so wie damals im Winter 79, 78, 79. Da
78 war es Weihnachten auch noch warm und sonnig. Ne? Und ein paar Tage später war 5 Meter hoch Schnee überall. Ne? Und alles eingefroren. Ja, und die haben jetzt tatsächlich noch Verbindung. Hier auf der tschechischen Seite ist ein ganz normaler Arbeitstag, ganz normaler Samstag, weil in Polen drüben Feiertag ist. Salam, Edlina. Ja, und wer es noch nicht mitbekommen hat, die Grenze zwischen Görlitz und Skorzelec ist zu. Da wird die Brücke repariert, renoviert, instand gesetzt. Da muss man jetzt den ganzen November über außenrum fahren. Ich war am Donnerstag, bin ich über die Autobahn gefahren, da habe ich ein Video gemacht dazu. Da war ich über eine Stunde, habe ich da gebraucht für den Umweg da außen rum, weil da war es dann auch noch auf der Autobahn Stau wegen der Kontrolle. Ne? Was man da Zeit verliert. Ne? Und da muss man jedes Mal denken, früher normal denkst du, ach, fährst mal schnell rüber auf die andere Seite, ne? Kein Problem. Ne? Und wie viele das da sind. Ja, und jetzt sind wir jetzt war hier an der Grenze kurz der Empfang weg. Das ist das, wenn das Netz wechselt, ne, vom tschechischen ins polnische Netz rein. Und dann war da noch der Wald und so. Ne. Wo ich eigentlich dabei war zu erzählen, war, dass ich froh war, dass die Grenzscheiße da vorbei ist. Aber ich habe das noch erlebt früher, wo es in den 90er Jahren, wo es echte Grenzen gab, wo man stundenlang im Stau gestanden ist, bis man endlich Tiere abgestempelt hatte und was die immer alles sehen wollten und das Eis hin und her. Und da war eigentlich froh, dass dieser Mist abgeschafft ist, dass man einfach so rüberfahren konnte. Ne? Und jetzt geht es wieder von vorne los. Mit den Kontrollen überall, das gefällt mir gar nicht so. Ne? Ja gut, meistens halten sie. Und das Problem ist halt der Stau vor der Grenze, weil wenn du jetzt auf der Autobahn bist und das geht dann verengt auf eine Fahrspur rüber, da sind sie ohnehin überfordert die meisten Leute, ne, wenn Spurwechsel zu machen ist und dann muss ja alles im Schritttempo an der Kontrollstelle durchschleichen. Ne? Und selbst wenn sie niemanden rausziehen und kontrollieren, verliert man halt viel Zeit durch diesen Stau, der davor sich bildet. Ne? In 400 Metern links abbiegen auf die Ulika 1 Maja. Ja, hier der Netto hat zu, weil in Polen ist ja heute Feiertag, da sind die Geschäfte geschlossen. Also wenn ihr heute nach Polen rüberfahren wollt zum Einkaufen oder so, das könnt ihr knicken. Die Tankstellen haben geöffnet. Auf die Ulika 1 Maja. Zumindest die großen Tankstellen haben geöffnet. Aber Einkaufsmärkte haben zu, und wie es jetzt mit diesen Basars aussieht oder Polenmärkte, wie man sagt dazu, das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die heute geöffnet sind oder so, aber die normalen Geschäfte haben alle zu. Und weil wir gerade beim Thema sind, also wenn ihr in 400 Metern rechts halten und in die Straße Ulika Białogórska fahren. Wenn ihr in Polen seid, sagt bloß nicht Polenmarkt, die Dinger heißen Basare. Weil wenn ihr Polenmarkt sagt, das mögen die nicht, dann macht ihr euch nicht beliebt damit. Der
fragen An der wollte, Ampel halb rechts abbiegen. dann fragt nach dem Basar. Ja, und in Bogatynia, da ist dieses große Kohlekraftwerk, Turów nennt sich das, und ein riesen Braunkohletagebau. Da kommen wir dann dran vorbei. Aber da sieht man jetzt nicht viel, wenn man so vorbeifährt, weil das sind die Bäume dazwischen da. Am Kraftwerk, wenn wir vorbeikommen, das Kraftwerk selbst kann man sehen, aber vom Tagebau, der ist ja nicht direkt an der Straße. Der Straße Olika aus K folgen. Weil jetzt gar nicht sicher bin, aber jetzt nicht von der Seite, nee, von der Seite, wo jetzt wir herfahren, können wir glaube ich das Kraftwerk gar nicht sehen. Aber wie der da um die Kurve peitscht. Ah, da vorne kommt wieder Tanke, die hat geöffnet. Da schauen wir mal, oh hier ist es nicht ganz so teuer, 5,55, das ist sogar günstig. 5,55, ah das ist wieder so eine Vartis. Genau, die Vartis, die sind auch immer günstig, ne? Diesel 5,66 und Benzin 5,55, Spotty. Muss ich ein bisschen lauter schreien, weil was sind da Löcher im Boden, leck mich doch am. Hey. Ja, und die Vartis, da weiß ich auch eine bei Pinsk, das ist nicht weit weg von Skorzelec. Da war ich neulich auch schon mal, da habe ich glaube ich sogar ein Video davon gemacht. Ach, und hier wollen sie jetzt endlich mal die Straße neu machen, ja. Das wird der höchste Teil, dass die Straße hier mal neu gemacht wird, weil das ist auch so ein Schweizer Käse hier. Lauter Löcher. Und da links haben sie das Trottoir schon erhöht. Und jetzt kommt hier eine Schicht Asphalt drauf. Ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich die Schicht jetzt hier erstmal abschleifen. Ah, da hat man Glück, dass das jetzt gerade nicht gesperrt ist hier. Ja, und das Kraftwerk, das liegt jetzt hinter uns, da sind wir jetzt nicht dran vorbeigekommen, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Turów. Das wollen die auch noch 30 Jahre weiter feuern lassen. Ja. Boah, hier ist eine Rumpelkiste da. Oi, oi, oi. Das sind Strecken hier. Wofür ist eigentlich da der Gehweg? Ist hier jetzt keine Häuser? Ich habe das Gefühl, dass man hier außerhalb, da hier läuft keiner. Hier sieht es aus, als wären wir außerhalb der Ortschaft schon. Boah. Aber trotzdem ist hier ein langer Gehweg. Wir sind von der Endstelle. Jetzt fahren wir noch auf der Seite, wo es ein bisschen besser ist. Drüben sind noch mehr Löcher auf der anderen Seite. Der Gegenverkehr abfordert. Mein Truck hat Blattfedern und ich habe jetzt keine Ladung drauf. Das heißt also, da springt er gleich. Das Blattfedern, die Federn werden ja gut wieder, wenn man das geladen hat, aber leer, das sind ein bisschen steif.
der bockt dann natürlich entsprechend. Ne? Aber das ist halt bei den Trucks so. Aber es ist nicht mehr weit, gleich sind wir in Zittau. Das kann jetzt auch nicht mehr weit sein. Und hier fahren die Nüsse von den Bäumen. Ah. So, und hier gleich nochmal ein Loch. Nee, tatsächlich, hier ist, da vorne ist das Ortsschild erst ab hier. Also ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, wir wären schon außerorts, aber tatsächlich ist die Ortschaft erst hier zu Ende, wo das weiße Schild ist, das durchgestrichen ist. Und ob Pollnut, Streu oder wie auch immer man das spricht, ein Vorort von Bogatynia. Die ganze Zeit habe ich immer gedacht, wir wären schon außerorts. Ne? Also kann man sich täuschen. Ne? Jetzt bin ich ja gespannt, wie es an der Grenze bei Zittau ausschaut. Ob da groß Kontrollen sind. Und hier rechts hinter den Bäumen, da ist dieser Tagebau, kann man jetzt natürlich nichts davon erkennen. Ich habe da mal weiter vorne, habe mal wo angehalten rechts und bin zu Fuß ein Stück in den Wald rein und habe da mal geguckt. Ich glaube, da habe ich sogar ein Video davon gemacht. Kann ich jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke schon, dass ich da ein Video gemacht habe davon, von dem Bogatynia, von diesem Tagebau. Und das ist ein Riesenloch, wenn man das sieht, was die da für ein Riesenloch da in die Erde gegraben haben. Und soweit ich weiß, wird diese Kohle nur für diese Heizkraftwerk benutzt. Ne? Dass die da Kohlebriketts verkaufen, das weiß ich gar nicht. Aber ich denke, das ist nur dieser Tagebau ist nur für das Kraftwerk da. Da sieht man die Förderbänder, wo es dann direkt ins Kraftwerk geht, die Kohle. Da müssten wir jetzt hier irgendwo anhalten und da rechts reinlaufen, aber das mache ich jetzt nicht, weil hinter mir ist schon wieder Verkehr auch. Ich kann jetzt da nicht anhalten. Außerdem darf man es eigentlich ja gar nicht. Ne? Da stehen dann Schilder, betreten verboten. Ne? Weil das ist auch gewisse Gefahr dabei, weil es könnte ja jederzeit da der Hang abrutschen. Ne? Deshalb haben die das auch nicht bis zur Straße hier weiter abgebaut, damit nicht irgendwann die Straße abstürzt. Würden wir jetzt hier rechts schauen, da wäre es halt. Da müssten wir mal im Winter herkommen, wenn die Bäume alles Laub weg ist, dann könnte man vielleicht ein bisschen was sehen davon. Aber hier, wenn ich jetzt den Kopf drehe, da kann ich durch die Bäume schon ein bisschen durchschauen. Und hier hat man jetzt einen guten Blick, aber da kann ich jetzt nicht anhalten. Ich wundere nicht, dass die nicht überholen.
Ja, und was gibt's noch? Ich wollte jetzt noch sagen, was es kurz was es auf meinem Kanal zu sehen gibt. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, die noch nie bei mir dabei waren. Außer Livestreams haben wir auch noch normale Videos, also Fahrvideos, wo ich irgendwelche Strecken fahre, so wie jetzt. Oder vielleicht nicht mit dem Telefon, sondern mit der Dashcam aufnehmen und aber nichts dazu sage, wo man nur die Strecke sieht und vielleicht ein bisschen mit Musik unterlegt hin und wieder. Das sind die Playlisten Roadview 1 und 2. Dann habe ich Sightseeing-Videos, wenn man mal einen Ausflug macht. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Burgruine besichtigen oder Museum besichtigen, Panzermuseum und so weiter. DDR-Museum war ich schon. In Berlin oben mal war ich die Russenkaserne und so weiter. Dann haben wir noch Reisevideos wie Roadtrip to Marokko. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ja, das war jetzt erst 332 fahren. Das war jetzt erst dieses Jahr, wo ich da in Marokko war. Da hat es so stark geregnet, da war teilweise die Straßen überschwemmt. Ja. Dann Den Kreisverkehr an der Dann habe zweiten ich- Ausfahrt verlassen. habe ich noch eine Playlist, die Shopping-Vlog. Das sind Videos, wo ich hier im Dreiländereck die verschiedenen Märkte vergleiche, preislich, wo man günstiger einkauft. Und auch die Tankstellen, die Spritpreise. Dann habe ich ein Trucking-Video, eine Truck-Playlist. Das sind Videos, wo es ums LKW-Fahren geht, auch mit dem großen und mit dem kleinen Truck. Und dann habe ich noch eine Playlist, die Oldtimer. Da kommen jetzt im Laufe der nächsten Woche und übernächste Woche ein paar neue Videos von Oldtimer-Treffen, wo ich jetzt Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die 332 fahren. Oldtimer-Treffen, wo ich dieses Jahr schon war. Da sind noch ein paar Videos, die wir jetzt machen müssen, die jetzt veröffentlichen tun. Jetzt sind wir hier an der Grenze. Jetzt müsst ihr euch mal ruhig verhalten. Muss mir nicht auffallen. In 5 Kilometern rechts abbiegen auf die B178. So, die haben uns jetzt weitergewunken. Alles klar, ich habe ja jetzt hier den offenen Truck. Das sieht er ja, dass ich hinten auf der Ladepritsche nichts drauf habe. So, und jetzt sind wir auf der deutschen Seite. Jetzt wird dann gleich das Netz wieder abreißen. Vermute ich mal. Und da steht ein Blitzer. Ja, wie gesagt, jetzt war kurz die Verbindung weg, weil wir jetzt den Wechsel vom polnischen ins deutsche Funknetz haben. Und normalerweise müsste es hier jetzt aber eigentlich passen mit dem Funknetz, mit der Verbindung, weil hier sind wir ja jetzt auf freier Fläche, hier ist kein Berg, kein nix. Und wir sind jetzt bei Zittau über die Grenze gekommen, für den Fall, dass es jemand nicht erkannt hat. Wir haben ja hier auch auswärtige Zuschauer, die hier in der Gegend sich nicht so gut auskennen. Und das sei jetzt gesagt, wir fahren jetzt hier auf der B, was ist das? Ja, da war jetzt jedenfalls Zittau, wir waren jetzt da an der Grenze. Jetzt sind wir Tschechei, Polen, Deutschland an.
angefangen habe ich heute zu fahren ins Gorselec, aber da habe ich noch kein Live gemacht, weil auf der Strecke von Gorselec nach Rüdland, da reißt die Verbindung dauernd ab, da sind Kurven durch den Wald durch und Berge sind da noch und da reißt die Verbindung ständig ab. Da habe ich aber ein normales Video gemacht, der wird da irgendwann online gehen, ich weiß nicht, weil ich Zeit habe In dazu. 1,5 Kilometern rechts abbiegen auf die B178. Auf der B178 sind wir jetzt noch nicht. Wir sind jetzt auf der 2. Wir sind jetzt hier auch schon auf der 178. Das Navi nervt mich jetzt, weil die noch nicht die neue Streckenführung drauf hat. Da muss man aufpassen, weil die haben hier die Straße umgebaut. Wir sind auf dem neuen Abschnitt. Und da wo die jetzt rechts abbiegen, sagt, da geht es einfach gerade weiter. Ja, ich habe das schon ein paar Mal versucht, dieses Garmin da abzudaten, aber das funktioniert nicht. Ich kann das zwar mit meinem Computer verbinden und ich kann im Computer den Download machen für die Aktualisierung, aber ich kann es dann vom Computer nicht ins Navi übertragen, das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Und deshalb sagt es mir jetzt hier immer rechts abbiegen, aber wir haben jetzt hier ja die neue Strecke hier schon, das ist der neue Abschnitt. Navi zeigt mir jetzt an, dass ich im Feld war, im Acker. Ich weiß nicht, warum das bei diesem Navi da nicht funktioniert mit dem Update. Aber ich meine, ich habe es dann auch aufgegeben irgendwann, weil so wichtig ist es ja eh nicht. Ich habe schon so viele Kilometer runtergespult, ne? Ich war schon fast überall, ich kenne überall die Strecken. Und ich brauche das Navi eigentlich nur, um irgendwelche Endziele zu finden. Und deshalb werde ich es jetzt auch kurz mal deaktivieren und nur noch so mitlaufen lassen, weil ich auch jetzt nicht weiß, wo ich jetzt hin war. Ich habe das jetzt nur eingeschaltet gehabt, um da rauszukommen von da, wo ich war. Wenn ich aus der Nebenstrecke rausfinde auf die Hauptstrecke. Diese Strecke hier, die ist jetzt erst seit diesem Jahr geöffnet hier. Das ist noch eine ganz neue Bundesstraße ist das hier. Aber eben wie man sieht, dreispurig. Das wechselt jetzt auch immer wieder. Jetzt sind links die 2 Fahrspuren und dann wechselt es. Dann sind wieder auf unserer Seite 2 und drüben nur eine. Aber hier muss ich Maut bezahlen. Ich sehe es dann eh zu, dass ich bei nächster Gelegenheit runterfahre auf die Landstraße. Aber siehst du, hier haben wir jetzt den Wechsel. Jetzt kann er mit seiner Seifenkiste endlich überholen. Tscheche unterwegs. Auf der nächsten Abfahrt war runter und war dann die Nebenstrecke.
Dann viel gibt es heute nicht. Wie gesagt, wir können nicht groß was machen. Weil in Polen alles zu hat. Das ist normalerweise Samstag, habe ich immer meine Polentouren zu fahren. Boah, das habe ich gestern so einen Stress gehabt. Gestern war ja in Polen Arbeitstag. Da musste ich das, was ich heute eigentlich gefahren hätte, gestern fahren. Da hatte ich also keinen Feiertag. In Deutschland war ein Feiertag, aber ich hatte keinen. War auf der polnischen Seite. Und am Donnerstag habe ich auch einen ewig langen Tag gehabt. War bis spät abends unterwegs. Aber das habe ich vorhin schon erwähnt, also wer jetzt da die ganze Zeit dabei war, für die neuen Zuschauer nicht Sie begrüßt. fahren in die falsche Richtung. Ach, erzähl mir doch kein blöd Ding hier. Ich fahre nicht in die falsche Richtung. Ich denke, die wissen nicht, dass ich hier auf der neu ausgebauten Straße jetzt war, weil das hat die nicht drin. Ne? Ja, jetzt sind wir wieder auf einer Landstraße. Da dürfen wir wieder mautfrei unterwegs sein. Das finde ich blöd, dass in Deutschland auch die Bundesstraßen Maut kosten. In Polen sind es nur die Autobahnen und Schnellstraßen und in der Tschechei auch. Wobei in der Tschechei, da gibt es auch gewisse Bundesstraßen, die Maut kosten. Das sind dann die, wo es einfach keine Autobahn gibt, aber die dann eben die Hauptverkehrsstrecke ist. Aber die meisten Strecken kann man da, also die Landstraßen kann man da ohne Maut befahren. Nur in Deutschland, da kostet alles Maut. Selbst wenn du innerorts fährst, weil das in der Tschechei ja anders, wenn du da jetzt so eine Straße hast, die Maut kostet und die geht durch den Ort durch, dann ist auf dem Abschnitt, wo es durch den Ort durchgeht, mautfrei. Dann kann jetzt, das hat den Sinn, wenn einer jetzt seinen Betrieb im Ort hat und der will mal kurz an die Tanke fahren, dann muss er nicht extra Maut bezahlen, sondern da kann er also den Innerortsverkehr mautfrei fahren. Ja, in Deutschland wird man wieder abgezockt, na, da muss wieder alles Maut kosten. Ja, und jetzt fahren wir hier so eine schöne Nebenstrecke. Ja, und wenn ich hier gerade gucke, hier ist der ganze Himmel schon wieder voll mit Wolken. Als ich heute losgefahren bin, vormittags, da war alles noch schön sonnig. Da hat man noch gedacht, oh cool, heute wird's ein warmer Tag. Heute wird's schön, ne? Aber auf meiner Wetterabtau ist für heute Nacht Regen angekündigt, ne? Ja, irgendwoher muss es dann ja kommen, ne? So, und da vorne rechts wird es jetzt wieder nach Zittau gehen und links geht es Richtung Herrnhut. Herrnhut, das ist da, wo diese Weihnachtssterne herkommen. Die Herrnhuter Sterne. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht davon, von der Fabrik. Manufaktur heißt es ja, das ist keine Fabrik. Manufaktur nennen sich die. Diese Sterne, die gibt es in allen möglichen Größen. Ich habe auch welche zu Hause.
Ja, bald werde ich anfangen mit der Weihnachtsbeleuchtung. Ich muss noch eine Lichterkette aufhängen, die ich neu gekauft habe. Und andere Ketten, die habe ich dauerhaft am Haus dran. Und weil ich habe auch keine Lust, da jedes Mal mit der Leiter hochzuklettern und die an- und abzubauen. Ne? Da habe ich die dauerhaft am Haus dran, schalte sie allerdings halt nur um die Weihnachtszeit rum ein. Und spätestens dann im Januar schalte ich sie wieder ab. Mitte Januar schalte ich sie meistens ab. Wenn halt die Weihnachtsstimmung vorbei ist. Ja, und diese kleinen Lichterketten, wenn du die wenn du nicht weißt, dass die da hängt, dann siehst du sie auch gar nicht so. Ne? Die siehst du nur, wenn wirklich das Licht an ist. Und in meinem Pavillon im Garten, da habe ich natürlich Lichterketten hängen. Die tue ich natürlich auch im Sommer anmachen, weil das sind so Partylichterketten mit Blinklichtern und so. Ne? Und die gehen über Solar. Da habe ich auf dem Pavillon so ein Solardings dran und da lädt sich das auf. Und dann abends, wenn die Sonne untergeht, dann fängt es von selbst an zu blinken und zu leuchten. Da brauche ich mich nicht drum kümmern, weil am Pavillon habe ich keinen Stromanschluss. Ne? Da brauche ich also diese Solarlichterketten. Aber den habe ich schon zugemacht im Pavillon, weil ich habe neulich war es so kalt, ne? Und da habe ich gedacht, oh, ich will nicht, dass es da reinschneit und dann liegt da innen drin dann auf dem Holzboden der Schnee, ne? Und das will ich nicht. Dann habe ich den schon winterfest gemacht, und weil im Winter sitzt man ja eh nicht draußen, ne? Wenn es so kalt ist, habe ich da keinen Bock drauf, draußen zu sitzen. Ne? Und da mache ich den Pavillon immer zu. Ja, die eine Seite hat er ja eine feste Wand mit Fenster drin und eine Seite ist auch eine Wand mit einem Fenster und die anderen zwei Seiten sind quasi offen. Bei der Wand, also die Rückwand, da sind richtige Glasfenster drin und an der einen Seitenwand, da habe ich nur einen Fensterausschnitt drin. Da hänge ich dann nur für den Winter dann entsprechende Platte ein, dass es dazu ist. Und auf der anderen Seite wird halt dann Plane drum gemacht und da zugehangen. So, und hier sind wir jetzt in Herrnhut. Da sind wir jetzt in Herrnhut und hier sind 30. Ich weiß nicht, ob da geblitzt wird. Mich haben sie noch nie geblitzt hier, aber ich fahre ja auch normalerweise die 30. Versuche mich hier da dran zu halten. Und hier hängt so ein großer Stern in weiß, der hängt hier das ganze Jahr. Viele machen das so, dass sie die Sterne das ganze Jahr hängen lassen und halt nur dann im Winter einschalten. Und da links kommt jetzt dann gleich diese Fabrik. Da wo jetzt das Auto rausfährt und der Transporter rauskommt, da das Eckhaus, wo die vielen weiß-roten Sterne dranhängen, wie ihr das seht jetzt hier,
das ist das Stammhaus, die alte Fabrik. Und da links hinter geht es zu der neuen. Und da kann man diese Sterne also direkt dort kaufen im Geschäft. Ich habe jetzt auch gesehen, das war jetzt geöffnet da im Schaufenster. Man kann die natürlich auch über einen bekannten großen Versandhandel bestellen. Ich nenne jetzt da keinen Namen, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Da gibt es auch diese Herrnhuter Sterne zu kaufen. Hier in Deutschland sind mal die Geschäfte offen, weil heute ist ja ganz normaler Samstag. Also zumindest bei uns hier in der Gegend ist, in diesem Bundesland hier ist ein normaler Arbeitstag. Es kann sein, dass bei euch, wo ihr jetzt zuschaut, in eurem Bundesland heute ein Feiertag ist. Bei uns hier war der Feiertag gestern. Das war jetzt hier der Reformationstag. Das ist hier also ein evangelisches Bundesland. Ich weiß gar nicht, was heute für ein Feiertag wäre. Wenn der ist bei euch, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Und dort vorne, dort ist immer so ein Oldtimer-Treffen einmal im Jahr. Das zeige ich euch auch gleich. Da habe ich auch ein Video davon gemacht. Und da war ich, glaube ich, sogar vor 2 Jahren habe ich da ein Video gemacht und dieses Jahr habe ich, glaube ich, nur einen Livestream gemacht gehabt oder so. Was kostet das hier? Boah, 1,74 Benzin. Ja, aber die Tanke hat zu, sind die Rollladen unten. Ne? $1,74, Wahnsinn. Und hier jetzt links, da wo die Ampel ist, da ist so ein Gelände, wo einmal im Jahr ein Oldtimer-Treffen ist. Aber da habe ich, wie gesagt, Videos gemacht davon. Und ich werde jetzt dann ohnehin gleich mich verabschieden. Allzu lang fahren wir nicht mehr. Und da drückt jetzt gleich mal den Abo-Knopf. Dann könnt ihr das nächste Mal wieder mitfahren, wenn wir auf Tour gehen. Die Videos von den Oldtimer-Treffen schauen, die jetzt demnächst online gehen, da versäumt ihr das nicht. Also am besten noch die Glocke mit anklicken zum Abo dazu, versäumt das wirklich nicht. Und ein Like wäre auch nicht schlecht für diesen Livestream hier, weil das mag YouTube-Algorithmus, wenn Likes kommen. Ich weiß, besonders zu sehen gab es jetzt heute nichts auf der Tour, weil wir haben nur eine kleine Runde gefahren heute. Das ist wegen den Feiertagen bedingt. Ne? Und da habe ich jetzt für heute nicht viel zu tun gehabt. Da fahren wir also nur mal eine kleine Runde. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und fahrt mal wieder mit. Bis demnächst und tschüss.